Unbedingt. Also für die Angehörigen des Dienstes, und um die geht es ja in besonderer Weise, sie bedürfen natürlich einerseits so ein historisches Orientierungswissens. Also es geht darum, dass sie als Angehörige des Dienstes natürlich mit einer gesellschaftlichen Perzeption konfrontiert sind, die auch mit diesen braunen Wurzeln zu tun hat. Also nicht nur, aber auch. Und die UHK versetzt uns hier als Lehrer natürlich in die Rolle, den Studierenden Grundlagenwissen über dieses Themenfeld zu vermitteln, den Forschungsstand zu vermitteln, und wir versetzen damit die Mitarbeiter, die diesen Studiengang hier durchlaufen, in die Lage, quasi diese öffentliche Perzeption auch angemessen wahrzunehmen und das einzuordnen und sich darauf einzustellen. Also so eine Organisation wie der BND hat ja ein langes Gedächtnis. Und was die UHK uns ja auch gezeigt hat, das war nicht nur ein Phänomen der ersten Nachkriegsjahre, sondern Personen mit so einer Belastung sind teilweise sehr lange im Dienst geblieben, teilweise auch auf Führungspositionen bis in die 80er Jahre. Und ja, dieser Einfluss hat eben angedauert. Das ist jetzt keine Sache, die 60 Jahre zurückliegt, sondern die diese Organisation mitgeformt hat. Und um das verstehen und einordnen zu können, brauchen wir diese Aufarbeitung. Ein anderer Aspekt, die Gesellschaft blickt auf diesen Dienst. Es gibt eine kritische Wahrnehmung auch dieses Dienstes, die mit dieser Frage braune Wurzeln in der NS-Vergangenheit zusammenhängt. Und dafür brauchen wir Faktenwissen, dafür brauchen wir den Forschungsstand, um das einordnen zu können, um dem vielleicht auch was entgegnen zu können. Und dazu versetzt uns die Arbeit der UHK überhaupt erst in die Lage. Also eine zunehmende. Also ich unterrichte hier in unserem Masterstudiengang, Master für Intelligence und Security Studies. Und da haben wir Lehrinhalte, in denen wir die wesentlichen, die Kernbefunde und auch die besonders problematischen Kernbefunde der UHK vermitteln. Also NS-Belastungen, wie kam es zu dieser besonderen Akkumulation von NS-belastetem Personal? Aber auch die Grenzüberschreitung dieses frühen Gelendienstes, also Stichwort Inlandsspionage, aber auch die Versuche einer Medienbeeinflussung. Das sehen wir uns mit den Studierenden anhand von Originalakten. Wir stellen die Fragen, wie konnte es dazu kommen, wie hängt auch das eine mit dem anderen zusammen, also NS-Belastungen mit Grenzüberschreitungen, Inlandsspionage und so weiter. Und die Studierenden haben auch die Möglichkeit, sich dem Thema durch Seminararbeiten und auch durch Abschlussarbeiten vertiefend zu widmen. Also wir haben jetzt die ersten Studierenden, die Masterarbeiten zu so einem Thema aus dieser Frühgeschichte erarbeiten. Und die haben dann die Möglichkeit, sich ein halbes Jahr wirklich intensiv mit dieser Materie zu befassen und dann auch im begrenzten Rahmen Forschungsergebnisse zu produzieren. Und das, was sie da schaffen, für sich selber, bringen sie natürlich dann auch in ihren Arbeitsplatz ein. Und das ist das, was wir wollen. Und auch, da ist schon so der Tendenz, wir wollen das immer genauer wissen, das ist schon da. Und ja, mit Blick auf die es vielleicht nicht gar so sehr interessiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die Leute eigentlich mit den historischen Quellen alle kriegt. Also die Originalüberlieferung hat eine gewisse Faszination. Ich steige normalerweise in die Lehre zu dem Gegenstand damit ein, dass ich einen Lebenslauf eines Bewerbers für den BND aus den 50er Jahren präsentiere. Das schauen die Studierenden sich an, dann ist da vielleicht eine Station wie das Wannsee-Institut, dann ist die Frage, was ist das für ein Institut gewesen? Ein Ostforschungsinstitut beim Reichsführer SS. Und dann liegen eigentlich alle Fragen auf dem Tisch. Ne? Wie konnte der da reinkommen? Welche Leute saßen in der Personalabteilung? Also was für Maßstäbe haben die gehabt? Und da das ja auch Studierende sind, die aus eigener Behördenerfahrung wissen, wie streng derartige Fragen heute gehandhabt wird, ist ein Klärungsbedarf, ne, der eben auch das Interesse an diesem Gegenstand antreibt. Also das funktioniert eigentlich gut. Einerseits ganz sicher. Also dieses Wissen darum, was für ein Personal war hier, was für eine Geisteshaltung ist daraus entstanden, auch eben mit Blick auf die
Grenzüberschreitungen, die dieser Dienst eben zu verschulden hatte, dass der Umstand, was die OHK herausgearbeitet hat, dass dieser frühe Gelendienst der Demokratiedurchsetzung sicher nicht förderlich war. Klar, das schärft das Bewusstsein für die eigene Rolle heute auch im Dienst. Ich finde einen anderen Aspekt aber mindestens ebenso wichtig. Die Geschichte dieses frühen Dienstes zeigt, was bei rauskommt, wenn sich Politik und Gesellschaft nicht so um Dienst kümmert. Also der gravierendste Unterschied zwischen diesem frühen Gelendienst und dem heutigen BND ist ja das Fehlen jeglicher Kontrolle. Also das Bundeskanzleramt hat sich nicht groß darum gekümmert. Eine parlamentarische Kontrolle gab es nicht, jedenfalls keine ernstzunehmende Art. Und die Massenmedien waren eben auch gerne bereit, so diesen Mythos des Jahrhundertspions Gehlen anzunehmen. Das ist heute völlig anders. Und ich denke, wenn wir heute einen relativ modernen, professionellen BND vor uns haben, dann hat es eben auch damit zu tun, dass sich Politik, Gesellschaft, Medien mit diesem Dienst auseinandersetzen. Im frühen Kalten Krieg war die Haltung zu sagen, okay, Geheimdienste, die machen ihren Job, es wird schon irgendwie richtig sein. Und wenn dann ein Wehrmachtsgeneral an der Spitze steht, zumal, das war natürlich so die politische Kultur der frühen Bundesrepublik, das kann nicht der Maßstab sein. Wir brauchen Mitarbeiter, die Werte oder den Staat, den sie schützen sollen, dessen Werte eben auch internalisiert haben. Und das ist natürlich auch ein gravierender Unterschied zu dem Gelendienst der frühen Jahre. Also das waren damals Leute, die sich vielleicht mit deutscher Staatlichkeit identifiziert haben, aber nicht mit Demokratie als System. Und das müssen wir sicherstellen. Und dazu brauchen wir auch eine gesellschaftliche Einmischung oder einen gesellschaftlichen Blick auf diese Dienste. Also davon bin ich fest überzeugt, ja. Dieser Kontinuitätsstrang ist definitiv gekappt. Die Wahrnehmung, glaube ich, innerhalb des Dienstes ist sehr intensiv kontrolliert zu werden. Der Sinn von Kontrolle wird eingesehen, das ist nicht die Frage, aber so dieses Sonderbewusstsein, was ja wohl um Gehlen und seinen engeren Stab geherrscht hat, also so ein bisschen an den Geschicken der Bundesrepublik mitdrehen zu können, das ist Vergangenheit. Das ist sicherlich auch die entscheidende Voraussetzung dafür gewesen, dass sich dieser Dienst in den 70er Jahren dann relativ schnell modernisieren konnte, auch in dieses Institutionengefüge einfügen konnte.